Klar finden wir Beuys auch ein bisschen scheiße. Also so allein seine Frisur. Andersrum platzieren können. Und als ich bemerkt habe, dass der Hintern so wahnsinnig exponiert ist, war es zu spät. Letztes Jahr ging eine Meldung durch die Presse, die für ziemliches Aufsehen gesorgt hat. Die Frankfurter Hauptschule, also ihr, habt die Capri-Batterie von Joseph Beuys aus einer Ausstellung entwendet und nach Tansania gebracht in ein Museum. Eine Aktion, die letztlich ein Kunstraub mit politischem Statement war. Ist die Batterie immer noch in Tansania? Ja, also die Replik, die wir davon gemacht haben, ja, die ist in Tansania, im Iringa Boma, da im Museum. Genau, die steht da in der Dauerausstellung weiterhin und wird auch da bleiben. Ja, da sind wir eigentlich sofort im Thema soziale Plastik. Also das, was ihr da unternommen habt, die gesamte Aktion. Aus meiner Sicht könnte man das als soziale Plastik bezeichnen. Ich glaube, ihr habt es selber auch, den Begriff aufgenommen und eine wahre soziale Plastik genannt. Ihr könnt also mit dem Begriff, der von Joseph Beuys geprägt ist, durchaus etwas anfangen. Ja, also naja, Beuys, der hat irgendwann mal gesagt, dass wenn eine Arbeit von ihm fertig ist, dann ist ihm eigentlich hinterher egal, was damit passiert. Und so sind wir auch mit der Capri-Batterie umgegangen. Man kann natürlich sagen, dass, oder kann es als soziale Plastik begreifen, wenn wir ein Abbild von einer Zitrone machen, damit durch die Welt reisen, dann die in einen anderen Kontext setzen und irgendwie damit irgendwie auf was aufmerksam machen wollen. Wobei ja irgendwie bei Joseph Beuys, da schwingt natürlich auch immer schnell dieser ganze esoterische Hokuspokus bei seiner sozialen Plastik mit. Ja, ja. Also, du fragst ja auch jedem nach deinem Sternzeichen. Also soziale Plastik, das ist ja bei Joseph Beuys und auch jeder Künstler, jeder Mensch ist ein Künstler. Kippenberger hat gesagt, jeder Künstler ist ein Mensch. Also soziale Plastik und jeder Mensch ist ein Künstler, das heißt bei Beuys ja eigentlich sowas wie alle Menschen sind total schöpferisch und spirituell, und wenn wir irgendwie zusammen irgendwas erschaffen, dann kann da was ganz Tolles bei rauskommen, da wo Menschen zusammenkommen. Das hat natürlich irgendwie auch sofort so einen Beigeschmack von Volksgemeinschaft, aber nichtsdestotrotz finden wir eigentlich diesen erweiterten Kunstbegriff erstmal ganz gut. Unser Zugang ist dann schon ein bisschen anderer, würde ich sagen, weil wir ja eigentlich eher immer zeigen wollen, wie scheiße die Welt eigentlich ist. Das ist ja ein anderer Zugriff als bei Beuys, also wo der sagen wollte, oder ihm das um eine soziale Plastik ging, da ist es bei uns eigentlich eher eine asoziale Plastik. Ja, klar finden wir Beuys auch ein bisschen scheiße. Also so allein seine Frisur. Aber ja, wir sind auch nicht so richtig interessiert an dieser Diskussion um Autor und Werk. Also wir glauben schon auch, dass man jetzt nicht hinter die ganzen Grenzen, die zum Beispiel Beuys oder Picasso oder irgendwelche andere schlimmen Finger, die sie da verschoben haben, dass wir da jetzt nicht einfach dahinter zurücktreten können. So. Und, also weder als Künstler, die immer auf den Schultern von anderen Künstlern stehen, oder aber auch nicht als Betrachtende, weil ja trotzdem auch unser Blick ganz klar geprägt ist von Menschen wie Beuys und Picasso. Und das ist ja auch gut an sich. Also ich kann jetzt auch kein Porträt von Dora Maar oder Marie-Therese Walter anschauen und nicht daran denken, wie die unter Picasso gelitten haben, aber ich schaue es mir ja trotzdem an. Oder auch ja, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough ist ein super Lied, aber trotzdem irgendwie sträuben sich einem die Haare, wenn man das anhört, aber man hört sich's halt an. Also Hans Eisler war ein fand Wagner als Antisemit richtig scheiße, also den Antisemit Wagner, aber hat sich auch, als er gestorben ist, die Partitur vom Tristan ans Sterbebett holen lassen, weil er die Musik halt mochte. Und ja, also Michel Houellebecq ist ein rechter Scharfmacher, aber ich freue mich auf den nächsten Roman von ihm. So. Ja, ich glaube, da kann man ganz gut draufsatteln, dass ihr euch rausgegriffen habt. Die Prinzipien, die sozusagen jetzt unabhängig von Beuys, aber einfach aus der Kunstgeschichte heraus funktionieren. Also zum Beispiel das Prinzip Multiple. Das hat Beuys auch nicht erfunden, aber Beuys hat es wie kein zweiter genutzt,
im Prinzip das Ziel gehabt, möglichst viel zu verbreiten, also maximale Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber auch eine gewisse Erschwinglichkeit herzustellen. Also auch einen Anspruch, die Kunst ein bisschen demokratischer zu machen. Und diese Edition ist jetzt eine Capri-Batterie von Joseph Beuys. Ihr habt selber auch eine Edition geschaffen, eine Capri-Batterie von der Frankfurter Hauptschule. Und ihr verkauft die über eure Website, ich glaube Auflage von 10 Stück. Und für 349 €, als ich das letzte Mal geguckt habe. Ich glaube, der Preis verändert sich aber auch, oder? Ja, der Preis verändert sich, aber gerade ist er bei 349. Ja. Ja, wir können das auch mal dem Hasen erklären. Also, jetzt kannst du gucken, welches davon die echte ist und welches von uns. Nein, das ist nicht die echte, also das heißt schon die echte, aber die ist von Beuys. Ja, die sind sich ziemlich ähnlich. Aber wenn man, das sieht man von hier unten gar nicht, aber wenn man von unten reingucken würde, würde man sehen, dass die von unten hohl ist. Das haben wir gar nicht gesehen, weil wir kannten die ja auch nur von Fotos. Und als wir die dann in Tansania in Oberhausen vom Sockel geholt haben, haben wir gesehen, dass die unten hohl ist. Was? Das ist ein 3D-Druck, den haben wir im Computer errechnet, ausgedruckt, abgeschliffen und lackiert. Am schwierigsten sind die Steckerfassungen, die jetzt in der Zitrone stecken, weil die muss man so lackieren, als seien die gerostet. Ja, ich finde unsere eigentlich auch viel schöner. Ja, danke. Unsere kostet auch 350 € und die von Beuys kostet 20.000. Ja, die Leute sagen, wir sind arrogant. Die kann man übrigens auch kaufen, frankfurterhauptschule.de. So, das ist eine typische Beuys-Arbeit. Das ist das typische Beuys Braun-Grau, das alles Licht absorbiert, dass man sich gleich fühlt wie in einem Kinderzimmer in den 50er Jahren in Deutschland. Ja. Wo man seinen Hausarrest absitzt und mit seinem anthroposophischen Holzspielzeug gegeneinander schlägt, bis die Mama kommt und die Butterbrote unter das Zimmer schiebt und man dann mit den Butterbroten und dem Fett die Ecken voll schmiert. Die Arbeit heißt wahrscheinlich, meine Wunde ist meine Waffe oder so. Ich glaube, das ist von dem anderen. Ne, das sieht überhaupt nicht nach Beuys aus. Das ist, glaube ich, von dem Lehmbruck. Achso. Ich dachte, Lehmbruck ist eine Arbeit von Beuys. Ja, das ist ein ziemlich gutes Stichwort. Beuys ist auf jeden Fall der bekanntere von beiden Künstlern, gerade heute. Beuys wurde auch oft vorgeworfen, dass seine Arbeiten reine Provokation sind, also dass er es eigentlich nur auf den Skandal abgesehen hat. Beuys hat irgendwann mal dazu gesagt, mein ganzes Leben war Werbung, die Leute sollten sich nur mal dafür interessieren, wofür ich geworben habe. Also das ist vielleicht etwas, womit ihr was anfangen könnt. Auch euch wird oft die schiere Provokation vorgeworfen. Ja, also der berühmteste Spruch von Adorno ist ja, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Der wird dann irgendwann mal dazu befragt, was er damit denn eigentlich genau meine oder ob er das nochmal genauer erklären könne. Und da hat er sowas in der Art gesagt, wie dass Widerstand eigentlich die eigentliche Substanz des Moralischen ist. So, Widerstand gibt es ja aber eigentlich nicht umsonst. Also unsere ganzen Freunde, die posten in den sozialen Medien, wenn irgendwas Schlimmes auf der Welt passiert ist, wenn irgendjemand was Falsches gesagt hat und so weiter. Also das finden wir irgendwie gut, aber irgendwie auch falsch, weil man sich ja schon immer auch ein bisschen fragt, ob es denen da eigentlich um die Sache geht oder geht es den Leuten eigentlich nur darum, zu zeigen, dass sie auf der richtigen Seite stehen und sich und ihrer eigenen Bubble irgendwie versichern, dass sie unschuldig sind. Also mit Widerstand hat das ja in dem Sinne ja, eigentlich... obwohl es bei unseren Arbeiten ja auch immer die Frage ist. Also da sagen die Leute ja auch gleich, geht es euch um was Politisches? Habt ihr eine politische Agenda oder wollt ihr nur Aufmerksamkeit? Ja, also Widerstand ist das jedenfalls aber nicht. Also jeden, auf den es irgendwie ankommen würde oder den man mag oder der wirklich interessant ist, der würde das ja niemals kritisieren, dieses Gepostete. Also, ja, aber also
Bei unserer Arbeit haben ja dann auch viele Journalisten gesagt, also als klar war, dass wir die Capri-Batterie gar nicht geklaut haben, sondern dass das eine Fälschung war, die wir nach Tansania gebracht haben, dass das dann ja gar keine widerständige Kunst sei, sondern eigentlich nur ein Prank. Ja gut, also kennen Sie Marcel Duchamp? Also ich meine, also ohne, oder Leute, die behaupten, ein Prank kann keine Kunst sein oder keine gute Kunst sein oder überhaupt Kunst sein, die haben auch einfach 100 Jahre Kunstgeschichte verpasst, würde ich sagen. Also dieses, ach Gott, wie lahm, die meinen das gar nicht ernst, die haben das ja gar nicht in echt gemacht, das sind ja gar keine Künstler, ich habe es doch gewusst. Also ich weiß nicht, was die Leute erwarten. Wir sind ja jetzt keine 60er-Jahre-Künstler, die sich irgendwie Nägel durch die Füße schlagen. Oder in den Knast gehen. Ja, also dieser Authentizitätsanspruch an die politische Kunst, das ist irgendwie auch total Passé. Naja, vielleicht war es eine Enttäuschung, weil man erwartet hat, da hat tatsächlich ein Kunstraub stattgefunden. Das ist ja auch ein Skandal, der erstmal was hermacht. Und man denkt vielleicht an Ulay, der den Spitzweg aus der Nationalgalerie tatsächlich gestohlen hat. Letztendlich muss man sich aber bei euch auch die Frage stellen, was ist das Gesamtkunstwerk? Und das Gesamtkunstwerk ist ja am Ende eben nicht nur die Aktion, sondern die gesamte Reaktion darauf, der Umgang damit und auch der Film, den ihr darüber gemacht habt, der ja wiederum für sich steht. Ja.